Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Ihr seht meinen neuen Pool, ihr seht die neue Poolterrasse und ihr seht hinter mir die Gartenküche, die ich im Laufe der Zeit nach und nach alles aufgebaut habe. An der Gartenküche haben wir nun ein einrollbares Sonnensegel angebracht, das könnt ihr bereits sehen. Damit bin ich noch nicht ganz zufrieden und in diesem Video möchte ich euch einfach mal vorstellen, wie ihr selber so ein Sonnensegel einbauen könnt und was ich tue, um dieses Sonnensegel weiter zu perfektionieren. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Denn genau darum geht es in diesem Video. Wir haben uns über die letzten Jahre hier zu Hause eine kleine Wohlfühloase gebaut. Mit dem Pool, der neuen Poolterrasse, den Steinen außen herum sind wir wahnsinnig weit gekommen. Auch die Gartenküche hat mittlerweile Form angenommen und um diesen Bereich vor der Sonne zu schützen und bei Bedarf dennoch sich hier sonnen zu können, haben wir ein einziehbares, ein faltbares Sonnensegel installiert. Das Sonnensegel wurde an der Gartenküche oben direkt am großen Holzbalken befestigt und auf der anderen Seite habe ich hier diese stabilen 70 mm Pfosten einbetoniert bzw. Hülsen einbetoniert, in welchen diese Pfosten stecken. Die Pfosten sind mit einem Haltesystem verbunden und können in der Höhe jeweils variiert werden. Das ist schon mal eine ganz tolle Sache. Und wenn ihr kein faltbares Sonnensegel habt, sondern nur eins, was massiv fix festgemacht wird, dann könnt ihr direkt oben über die Rolle den Strick herunterziehen und direkt hier einhaken. Das System ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn euch das interessiert, schaut mal unter das Video, da verlinke ich euch den entsprechenden Hersteller. Das Rollo selber haben wir auf Maß anfertigen lassen. Das hat eine Größe von ungefähr 4 x 4 Metern und ist so gebaut, dass, wenn es ausgerollt wird, immer noch diese kleinen Raffungen entstehen. Die Mittelstege sind mit Aluminiumstangen verstärkt, aber ich bin nicht zufrieden. Warum bin ich nicht zufrieden? Ihr seht es, wenn ich die Perspektive ändere. Das Spannseil, welches die beiden mittleren Führungsseile hält, dieses hier macht einen gewaltigen Bogen. Das Seil ist von der Konsistenz, von der Stärke her absolut ausreichend, um dieses Sonnensegel zu halten. Bei Wind und Wetter wird es sowieso eingefalten, aber es zieht sich doch extrem zusammen und egal wie straff ich dieses Seil spanne, es gibt immer wieder nach. Und aus dem Grund möchte ich hier etwas umbauen und dafür setze ich auf eine massive Edelstahlstange, diese hier, die mir mein Schwager Christoph fertig gebaut hat. An der Stelle vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Die Öffnungen jetzt hier haben das gleiche Maß wie meine Pfosten, können also im oberen Bereich einfach nur drüber gesteckt werden und dann mit diesen Madenschrauben fixiert werden. Und weil das Ganze so groß und unhandlich ist, ist es auch in 2 Hälften angekommen. Einmal ohne und einmal mit einem Verbindungssteg für die Mitte. Und dieses Teil werde ich jetzt zwischen diese beiden Pfosten einbauen. Ich werde es von oben jeweils links und rechts rüber stülpen und die Führungsseile, die ich hier habe, werde ich danach eben um diesen Pfosten herum anbauen. Mal ein Blick von oben. Ihr seht das Sonnensegel mit den ausgebildeten Taschen. Ihr seht an der Seite noch die Aluminiumstangen herausschauen. Das muss ich alles noch ein bisschen schicker machen. Und ihr seht das Haltesystem. Ihr seht die seitlichen Halteseile, diese Stahlseile, habe ich direkt in diese Halterung hineingeklipst. Habe hier noch ein Rollensystem, um das Ganze mit einem Strick hin und her ziehen zu können. Beziehungsweise, wenn ich jetzt nur ein normales Sonnensegel hätte, was straff gespannt wird, kann ich das über diese Rollen herstellen. Gleichzeitig habe ich hier mein Seil, welches die beiden mittleren Führungsschienen festhalten soll. Und ihr seht, das zieht ziemlich weit nach innen und entsprechend hängt das Ganze natürlich durch. Das Seil ist festgemacht mit diesen Seilspannern. Das werde ich zunächst locker machen und anschließend werde ich das Seil auf diese Länge abbauen und meine Aluminium- bzw. meine Edelstahlstange hier einbauen, um danach die Führungsseile wieder um diese Stange herum zu befestigen. Die Edelstahl-Querstange habe ich über meine beiden Pfosten drüber gesteckt und habe auch schon das erste bzw. das zweite Seil, diese Führungsseile, befestigt. Und wie ich das genau gemacht habe, das zeige ich euch jetzt hier einfach mal oben auf meiner Leiter. Und zwar habe ich für das Führungsseil, also wo die Last drauf liegt, diese Haken verwendet. Diese Haken sind normalerweise für Schaukeln gedacht. Schaukelhaken sind das. Die
sind etwas größer als die Stange, die ich hier habe. Und ich habe mit den Gummis von solchen Rohrschellen das Ganze ein wenig entkoppelt, dass mir das nicht zu stark darauf rumkratzt. Die habe ich jetzt hier festgeschraubt, habe meinen Karabinerhaken rein und das Seil mit dem Führungskranz, mit diesem Schutz entsprechend hier festgeschraubt. Hält bombig, kann ich euch sagen. Hält ja normalerweise 150 Kilo Last aus, dieser Haken. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr das Zeug herbekommt, schaut mal unten in die Videobeschreibung, habe ich euch alles verlinkt. Daneben habe ich hier eine ganz normale Rohrschelle mit der richtigen Größe und hier eine Öse eingeschraubt. Und in diese Öse diese Umlenkrolle, die zum System, zu diesem Sonnensegelsystem, zu den Pfosten dazu war. Hier kann ich dann entsprechend am Seil ziehen. Diese Rolle wird hier rübergeführt, drüben nochmal in die andere Rolle mit hinein und kann auf diesem Wege das Rollo einfach auf und zu drehen. Ich bin relativ groß, ich komme oben dran, ich könnte das selber machen, aber der Rest der Familie ist doch etwas kleiner gewachsen. Die kommen da oben gar nicht ran. Die können dann einfach hier am Seil ziehen. Das Seil verläuft ja hier über die Umlenkrollen nach unten und wenn ich jetzt hier am Seil ziehe, wird entsprechend das Ganze nach vorne gezogen. Links und rechts das Ganze angebracht. Auf der anderen Seite sieht es nun wie folgt aus. Ich habe diese Stahlseile durch die Ösen hindurchgezogen und auch hier auf der anderen Seite entsprechend die Montagehilfen befestigt und oben auf meinem Holzbalken habe ich weitere Ösen befestigt, wo ich das Ganze dann einhake. Im Detail möchte ich euch mal zeigen, wie das Ganze ausschaut, und zwar hier an diesem Beispiel das Seil, dieses Halteseil, wo die Last drauf liegt, habe ich mir entsprechend in der Länge rangehalten, habe diese Seilspanne auf die längste Entfernung, die hier möglich ist, eingestellt. Ja, also diese Teile kennt ihr vielleicht, einmal ein Linksgewinde, einmal ein Rechtsgewinde, und wenn ich das Teil dann drehe, kann ich Zug aufbauen oder eben wieder zusammenführen und habe doch ein wenig mehr Spiel, um das einzuhaken. Das habe ich mir ausgemessen, habe dann diese, ich hole euch mal ein bisschen weiter ran, diese Umlenkrolle hier montiert. Das sind diese Teile hier. Die dienen dafür, wenn das Seil jetzt direkt hier am Haken befestigt werden würde, so hier, dann würde die Last auf diesem ganz kleinen, auf dieser kleinen Fläche liegen, würde irgendwann mal aufschaben und gegebenenfalls kaputt gehen. Und dafür gibt es diese Eckschoner, nenne ich sie jetzt mal. Wenn ihr wisst, wie sie heißen, schreibt mir es gerne mal unten in die Kommentare. Die werden denn hier so herumgelegt, und damit das Ganze natürlich auch hält, damit es nicht wegrutscht, gibt es dann solche Schnellspanner, solche Festspanner, und im Ergebnis sieht das Ganze dann so hier aus. Ja, also die werden jetzt hier festgeschraubt, 2 Stück in dem Fall. Wenn das Ganze dann oben richtig montiert ist, werde ich dann mit dem Bolzenschneider die richtige Länge hier einfach von dem Reststück abkappen und dann sieht das keiner mehr. Mein Ziel ist es, diesen Führungsseil bzw. diesen Strick, mit dem ich das Sonnensegel auf und zu machen kann, dass ich davon noch ein zweites auf der anderen Seite anbringe, quasi hier oben. Und dann kann ich auf der einen Seite zuziehen und auf der anderen Seite aufziehen mit nur einem einzigen Seil. Da habe ich noch keine richtige Idee, wie ich aus den beiden Seilen, die in den Umlenkrollen liegen, wie ich da eins draus mache. Ob ich dann hier um die Ecke gehe, nach dort und dort das Ganze verknote, um nur noch mit einem Seil weiterzugehen. Der Knoten wäre aber zu weit hier vorne dran. Wenn ich an die Rolle gehe, würde das Ganze sich verheddern, verhaken. Wenn ihr da eine Idee für mich habt, schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Da bin ich im Moment noch ein bisschen überlegen, weiß ich nicht genau, wie ich es machen soll. Wie gesagt, bin ich dankbar für eure Hilfe. Ich werde jetzt hier oben noch den also dieses Seil hier oben noch mit einhängen, das Ganze straff spannen. Anschließend habt ihr gesehen, habe ich hier schon Haken angebracht und auch auf der Innenseite, denn das Rollo hat ja hier nochmal so Zugfädelhilfen. Die Hilfe, die jetzt auf der Innenseite hier ist, die werde ich um den Balken herum dort oben befestigen, und die Zughilfe, die auf der äußeren Seite ist, diese hier, die hat einen Karabinerhaken schon eingehangen. Die werde ich immer dann, wenn das Sonnensegel geschlossen ist, also bei Wind und Wetter, wenn hier keiner draußen ist, werde ich das hier einhängen. Der Vorteil ist, das Sonnensegel ist dann schön zusammengerafft hier an dieser Stelle, ist eingehakt hier, und selbst wenn starker Sturm, wenn starker Wind irgendwas ist, das Ding kann sich nicht mehr bewegen, kann nicht mehr aufgehen, weil es an meinem Balken befestigt ist. Ich zeige euch gleich mal, wie das Ganze im fertigen Ergebnis aussieht, und bin mal gespannt auf eure Meinung.
Ich bin fertig. Das Sonnensegel ist vor der Gartenküche fertig montiert. Wenn die Sonne jetzt richtig runterballert, kann man hier direkt am Pool vor der Gartenküche sich doch ein schattiges Plätzchen bauen. Im Ergebnis sieht das Ganze nun wie folgt aus. Ich habe das Sonnensegel zusammengerafft. Wie vorhin schon erläutert, habe ich den inneren Bereich hier einfach eingehakt und die äußeren Zuglaschen hier. Ich kann sie jederzeit aus der Verankerung herausnehmen und entsprechend aufziehen. Auf der anderen Seite auch noch. Und entweder von Hand ziehen oder über die Führungslinien, die ja hier einfach nur straff gezogen werden. Und wenn sie fertig sind, werden die einfach nur hier eingehakt. Hält bombig. So sieht es nun aus im aufgezogenen Zustand. Der Bereich unten drunter ist schön schattig, alles geschützt und hier oben habe ich noch ein bisschen Reserve, um entsprechend diesen Raff-Effekt herzustellen. Jetzt fürs Video sollte das so erstmal reichen. Was fehlt mir noch? Ganz klar, eure Ideen, eure Vorschläge, um diesen Aufziehmechanismus in beide Seiten zu installieren. Im Moment habe ich ja nur diese eine Richtung, um das Ganze aufzuziehen. Wie kann ich das Ganze wieder schließen? Die Konstruktion, die ich hier gebaut habe, die ist wetterfest, alles Edelstahl bzw. gummierte Seile. Das sollte auf jeden Fall ein paar Jahre halten. Und wenn nicht, ist das Ganze so konstruiert, dass ich hier jederzeit ran kann und notfalls austauschen kann. Wie ist euer Feedback? Gebt mir euer Feedback, gebt mir eure Meinung hier zu diesem Projekt. Was haltet ihr von diesem Raff-Sonnensegel? Was haltet ihr von der Konstruktion, wie ich sie hier umgesetzt habe? Habt ihr vielleicht andere Ideen? Hätte ich es anders machen können, besser machen können? Habt ihr Ideen oder Vorschläge, was ich noch ergänzen könnte? Schreibt mir gerne unter das Video einen Kommentar. Freue ich mich riesig drüber. Ja, und ihr wisst, ich mag den Austausch mit euch und nehme gerne Ideen mit. Wenn ihr wissen wollt, was ich hier verbaut habe, schaut mal unter das Video. Dort findet ihr die entsprechenden Links zu den ganzen Produkten. Ihr wisst, so finanziert sich mein Kanal. Ich sage schon mal danke für eure Unterstützung. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit meinen Projekten, zum Beispiel Fußboden, und ihr seht, auch hier in der Gartenküche ist schon ein wenig mehr passiert mit einem Steinboden selber verlegt, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die neuen Videos nicht. Ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.